Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Manchmal gibt es Themen, bei denen ich niemals dachte, dass es so viel Interesse daran gibt. Ein Beispiel ist das Thema Nibiru. Ich meine, das war nicht einmal ein Hauptthema eines meiner Videos, es war nur ein Nebenthema, wenn wir es so nennen wollen. Das ist der Grund, warum wir in diesem Video speziell über Nibiru sprechen wollen. Gut, wir müssen nicht erwähnen, dass Nibiru ein babylonischer Gott war. Wir wollen über den mutmaßlichen Himmelskörper sprechen. Wahrscheinlich ist die Geschichte darüber nicht so interessant. Etwas, das interessanter ist, ist die Behauptung, dass Nibiru vorhergesagt wurde und die Erde zerstören soll. Meiner Meinung nach untergraben sich diese beiden Behauptungen gegenseitig. Nehmen wir an, es gäbe wirklich einen unbekannten Planeten. Tatsächlich wissen wir nicht, ob es einen weiteren Planeten in unserem Sonnensystem gibt oder nicht. Der Umstand, dass wir das nicht wissen, bedeutet nicht, dass dieser Planet für uns gefährlich wäre. Nibiru soll vorhergesagt worden sein. Das kann zwei Dinge bedeuten. Das erste ist, dass Nibiru in der Vergangenheit so nah an der Erde war, dass die damaligen Leute in der Lage waren, diesen Planeten zu sehen und aufzuschreiben, dass er die Erde zerstörte. Wenn der Planet wirklich die Erde zerstörte, wie konnten dann die Vorhersagen überleben und wieso existieren wir? Entschuldigung, das war eine rhetorische Frage. Ich möchte sagen, dass Nibiru die Prophezeiungen zerstört hätte und es wäre unmöglich, dass es nun Menschen auf der Erde gäbe. Entschuldigung, ich sah mich gezwungen, das so detailliert zu sagen. Kommen wir zu der zweiten Sache, die die Vorhersage Nibirus bedeuten könnte. Hier müssen wir beachten, dass Leute, die uns glauben machen wollen, Nibiru zerstöre die Erde, ihre Behauptungen wissenschaftlich aussehen lassen wollen. Hier müssen wir nur auf die Quellen schauen. Das sind religiöse Texte. Natürlich kann jeder an jede Religion glauben, die sie oder er mag. Und wir sollten religiöse Texte nicht als Quelle für Wissenschaft nutzen. Ja, wir können einige Behauptungen dieser Texte überprüfen. Dagegen spricht nichts. Um zum Thema zurückzukommen, sind meiner Meinung nach die Vorhersagen über Nibiru haltlos. Beginnen wir nun mit der Behauptung, Nibiru zerstöre die Erde. Das könnte höchstens dann passieren, wenn Nibiru sternlos ist. Ein Planet, der aus seinem Heimatsystem geschossen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in die Richtung unseres Sonnensystems geschossen wurde, ist sehr gering. Es ist noch unwahrscheinlicher, dass er auf direktem Weg zu unserer Erde ist. Nehmen wir an, Nibiru wäre tatsächlich so ein Planet auf Kurs zur Erde. Das bedeutete, es wäre sein erster Flug zur Erde und niemand konnte ihn vorher sehen. Das bedeutet, es gibt keine wissenschaftlichen Vorhersagen über Nibiru, es sei denn, jemand nutzt religiöse Texte als Quelle für wissenschaftliche Vorhersagen. Fassen wir zusammen. Wäre Nibiru wissenschaftlich vorhergesagt, würde er nicht die Erde zerstören, da er dafür schon mal gefährlich nah an der Erde gewesen sein muss, sodass es keine wissenschaftlichen Vorhersagen mehr geben kann. Würde Nibiru die Erde zerstören, wäre es unmöglich, ihn wissenschaftlich vorherzusagen. Also ist die einzige Quelle Religion. Nicht mal das. Manche Leute erfinden eine Interpretation dieser Texte und nutzen ihre Interpretation als Quelle. Sie wissen dabei nicht, ob die Texte das aussagen sollen oder ob es eine versteckte Möglichkeit gibt, sie zu interpretieren oder ob ihre Interpretationen richtig sind. Um ehrlich zu sein, wenn jemand wirklich zukünftige Generationen über Nibiru warnen wollte, hätte diese Person einen Weg gefunden, das aufzuschreiben, sodass es jeder lesen kann, ohne Spezialwissen. Also sind meiner Meinung nach die Behauptungen über Nibiru haltlos. Die Bible Fellowship schlug vor, die Aussagen von David Meyade anzuschauen. Das erste, was ich über ihn gefunden habe, war ein Buch auf Amazon. Allein der Umstand, dass er ein Buch über dieses Thema verkauft, untergräbt seine Aussagen. Denn wäre er wirklich von seinen Aussagen überzeugt, würde er sich nicht mehr um Geld kümmern und er würde diese Informationen verschenken oder er würde nicht über das Thema reden. Ich meine, er sagt, dass wir alle in wenigen Monaten sterben werden. Damit sagt er auch, dass er in wenigen Monaten sterben wird. Warum kümmert er sich noch um Geld? Entschuldigung, das war schon wieder eine rhetorische Frage. Ich möchte sagen, dass wahrscheinlich jeder andere Prioritäten hat als Geld, wenn sie oder er weiß, dass das Leben nur noch wenige Monate andauern wird. Schauen wir uns seine Aussagen an. Er behauptet, dass unser Sonnensystem als Binärsystem geboren wurde. Laut ihm gibt es also neben unserer Sonne noch einen braunen Zwerg namens Nemesis. Um diesen Stern kreist Nibiru. Er sagt, dass ein Nibiru-Jahr 3600 Erdenjahre braucht.
Gut, wir können diese Punkte nicht wirklich einfach überprüfen. Dafür wären umständliche Rechnungen nötig, um zu sehen, wie sich in diesem Fall unser Sonnensystem entwickelt hätte. Er behauptet also, dass im aktuellen Nibiru-Jahr Nibiru zwischen Erde und Sonne wandern wird. Somit wird er den Erdorbit zweimal kreuzen und dabei die Erde treffen. Er sagt einerseits, dass die Bibel etwas darüber aussagt. Natürlich ist die Bibel die Quelle jeder wissenschaftlichen Ausarbeitung. Entschuldigung für diejenigen, die Ironie nicht verstehen. Wenn jemand sagt, er nutze die Bibel als Beweis, hat er tatsächlich gar keinen Beweis und sucht verzweifelt irgendwas, um die Behauptungen zu untermauern. Der Grund ist einfach, so eine Person will mit den Behauptungen Geld machen, ohne Arbeit in die Argumentation zu stecken. Zurück zum Thema. Auf der anderen Seite behauptet er, Nibiru bewirke seismische Aktivitäten, die wir bereits jetzt sehen können. Schauen wir uns diese Behauptung an. Wir kennen zwei Objekte, die seismische Aktivitäten bewirken. Das eine hat einen stärkeren Einfluss, der Einfluss des anderen ist nicht ganz so stark. Die Objekte sind der Mond und die Sonne. Offensichtlich ist der seismische Einfluss so gering, dass wir spezielle Maschinen benötigen, um das zu messen. Und was wir sehen können, ist der Einfluss auf das Wasser, die Gezeiten. Hier ist der Einfluss des Mondes stärker als der Sonne. Wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen, beobachten wir Springfluten. Nebenbei, auf einer flachen Erde sind Springfluten nicht möglich. Entschuldigung, ich habe das Bedürfnis verspürt, das zu sagen. Was ich sagen möchte, ist, dass wir größere Bewegungen des Wassers als der Erde beobachten, bewirkt durch Mond und Sonne. Nun behauptet David Meade, dass Nibiru einen Einfluss auf seismische Aktivitäten hat, den wir bereits beobachten können. Unseren Beobachtungen zufolge sollte Nibiru das Wasser viel mehr bewegen als die Erde. Das würde zu sehr hohen Fluten führen, die ganze Städte und Länder überfluteten. Und wir sehen keine Fluten dieses Ausmaßes. Also können wir sagen, dass diese Behauptungen haltlos sind und dass wir Nibiru nicht fürchten müssen. Natürlich gibt es noch immer die Möglichkeit eines unbekannten Planeten in unserem Sonnensystem. Die NASA startete ein Projekt, bei dem jeder danach suchen kann. Das Prinzip ist einfach. Du vergleichst Bilder, fotografiert vom Weltraumteleskop WISE. Wenn du Unterschiede gefunden hast, kannst du sie markieren. Die NASA sagt, dass Computer nicht so gut bei der Arbeit sind wegen der vielen Artefakte. Menschen sind bei der Arbeit viel besser. Wenn du auch nach neuen Objekten suchen willst, der Link ist in der Beschreibung.